Ich bin der Marvin, das ist der Chris und ihr seid hier bei LB Garage. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't, but they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins, bitch ain't nothing changed. I got money in the bank, in a Roth IRA. Put the drinks on my tab and the bitch on my lap. And oh yeah. Ja, ich bin vor knapp 4 Jahren hier an Bodensee gezogen. Auch natürlich durch das Hobby, denn in Bayern, als dann so die Autos interessant wurden für mich, habe ich nicht so den Anschluss gefunden und ja, der damalige Kreis, in dem ich unterwegs war, hatte halt wenig Interesse an Autos und dann hat mich auch nicht mehr wirklich viel gehalten, einfach irgendwo anders mal zu gucken, was geht. Und Bodensee kam eigentlich zufällig, also es war, ich bin tatsächlich geboren am Bodensee, aber das war gar nicht der Grund. Das war mehr die Arbeit damals. Ich bin immer in die Schweiz gependelt und Bodensee ist näher an der Schweiz, deswegen dachte ich, ja, von da habe ich es dann nicht so weit, muss nicht so viel pendeln, kann direkt jeden Tag rüberfahren. Und bin dann vor 4 Jahren, wie gesagt, hierher gezogen. Hatte damals nur den Käfer, den habe ich in Bayern damals schon gekauft und auch angefangen. Natürlich nicht so, wie er jetzt ist, das war halt noch, du weißt, wie er aussah, der war mattgrau, war er, gerollt. War Static noch. Und so bin ich dann hier rumgefahren, auf der Suche nach Leuten, die das auch feiern. Bin dann auf die Aral gestoßen, die legendäre Aral hier in Sing. Dort trifft sich ja öfters mal so die Szene hier aus der Umgebung. Habe ich mich mit dem Käfer einfach mal hingestellt an einem Freitagabend und dachte, ja, vielleicht lernt man ja wen kennen. Und ich glaube, am ersten Abend warst du auch schon da. Ja, da kamen dann recht schnell 2 Leute auf mich zu. Jens, der nach wie vor auch mit uns unterwegs ist, und eben auch Chris, habe ich dann an dieser Tankstelle kennengelernt. Und dann seitdem eigentlich sind wir fast regelmäßig unterwegs gewesen. Ja, wobei, es hat eigentlich angefangen mit Käfer. Es hat erst angefangen, als ich ihn lackieren wollte, genau. Ja. Also es war so, ich habe den Käfer natürlich so hingepusht, dass er mal ungefähr lief. Und dann durch diese Blechgarage, die ich da gefunden habe, konnte ich dann aktiv auch losschrauben und habe dann auch mich beschlossen, irgendwann den Käfer zu lackieren. Das heißt, ich wollte ihn unbedingt neu lackieren, denn ja, mit dem matten Gerollerten sah es nicht so gut aus. Habe dann super euphorisch einfach mit der Schleifmaschine angefangen, alles abzuschleifen und ein bisschen abgeklebt und so. Und dann wusste ich, Chris hat mir mal erzählt an der Tankstelle, dass er gelernter Lackierer ist. Da dachte ich, ja, wäre ja cool, wenn er noch mal kurz drüber guckt, ob das so passt. Ne? Und dann habe ich ihm geschrieben so oder angerufen, ja, Chris, du bist doch Lackierer, willst du mal kurz vorbeikommen und anschauen, wir wollen heute Abend den Käfer lackieren, vielleicht siehst du noch die eine oder andere Stelle. Und ja, und seitdem eigentlich hat sich Chris dann erbarmt und hat gesagt, das geht gar nicht, Alter, was habt ihr denn da gemacht? Und das war dann 4-5 Tage später erst, haben wir dann lackiert, weil du hast nochmal alles... Ja, ich bin heim, Arbeitsklamotten angezogen. Ja, stimmt, ja. Dann haben wir, glaube ich, nur eine Woche oder 2, wir haben ja noch komplett gefüllert. Und Stimmt, ja. Also Chris hat volle Montur, also nicht nur angeguckt, sondern wirklich dann das Projekt in die Hand genommen, alles nochmal geschliffen, grundiert, gefüllert und dann ein paar Wochen später in der Blechgarage, nachts um 4 irgendwann, hat er dann sein neues Lackleid bekommen. Ja, stimmt. Ich war nicht mal da. Chris war dann alleine in der Halle und hat da nachts lackiert. Ich war unterwegs, andere Sachen kaufen. Ja. Das war total wild. Und eigentlich seitdem sind wir zusammen unterwegs und reißen das hier dann quasi hier mittlerweile in der neuen Halle. Aber nach wie vor genauso provisorisch eigentlich. Ja, viel zu klein eigentlich. Immer noch, ja. Für alles, was da ist und kommt. Ja, das ist so. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. No. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat driver
drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders, 2 biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Also Thema YouTube war bei mir schon bevor ich hier runtergezogen bin, aktuell, aber halt natürlich nicht in dem Ausmaß. Ich habe schon immer YouTube-Videos geschaut von Leuten, die an ihren Autos schrauben. Dadurch ist natürlich auch immer mehr der Drang gekommen, auch zu schrauben, aber auch zu filmen. Denn Videos produzieren, filmen war eigentlich schon immer ein Hobby. Und bei den Autos natürlich dann das Hobby mitgenommen und auch da viel gefilmt. Habe auch schon 4, 5 Videos online gehabt, als ich hier hochgekommen bin. Dann, wo ich die Leute kennengelernt habe, habe ich immer gesagt, guck mal hier, ich mache auch so Videos und so. Aber da hatte ich 1000 Abonnenten oder so und alles sehr provisorisch noch und auch wirklich nur so alle paar Wochen mal hochgeladen. Also dieses YouTube-Ding, dass wir jetzt jedes Wochenende hier schrauben, produzieren, hochladen und mit der Community agieren, das ist eigentlich erst hier dann entstanden. Eben dann in der Blechgarage, wo wir waren, da habe ich dann regelmäßig angefangen, alles zu filmen. Und so ist das dann auch mit der Zeit, also ich glaube innerhalb von 2 Jahren oder so haben wir dann relativ gut die Reichweite erreicht, die Community ist gewachsen, das hat natürlich dann uns auch mega motiviert. Ich meine, ich weiß noch, wo Chris das erste Mal kam und so, Alter, da kamen welche und haben gesagt, hey, ich bin doch der aus dem Video, so sind Chris erkannt und alle so. Und ich ja damals ja auch noch total neu in dem Game. Da haben wir dann gemerkt, so, okay, krass, da geht ja was und so. Und ja, spätestens als wir dann die Halle hatten, würde ich behaupten, das war dann so der Moment, wo wir dann richtig Gas geben konnten und auch wirklich easy jede Woche ein Video produzieren konnten. Davor war es immer mega Freestyle. Davor war es auch viel Instagram. Ja, Instagram und das ist jetzt weniger geworden, dafür genau. Mehr Videos. Ja, alles geht halt nicht, ne? Der Käfer war halbwegs fertig schon, so einigermaßen. Und dann hatten wir gedacht, wäre cool, mal was Neues zu machen. Ich habe einen Daily noch gesucht, weil ich konnte natürlich mit dem Käfer nicht jeden Tag fahren und habe mir irgendwann vorgenommen, es wäre mega cool, ein umgebautes Auto auch im Alltag zu fahren. Und habe dann mega günstig einen Audi A6 geschossen oder halt auf eBay Kleinanzeigen mir gekauft. Hatte schon Luftfahrwerk drin, das war das, was mich überzeugt hat damals, weil Luftfahrwerke waren ja für mich damals noch, das war so, das ist nicht wie heute, dass jedes Auto aber irgendwie Luftfahrwerk rein, das war für mich eine Technik, von der ich gar keinen Plan hatte. Und dann dachte ich, cool, da ist schon eins drin, müssen wir nur ein bisschen schick machen, lackieren und easy so. Und dann habe ich den gekauft. Chris hat ihn nicht gesehen, du warst nicht dabei beim Kaufen. Ne? Ich bin dann irgendwann mit dem angekommen. Ich glaube, Chris hat den gesehen und wusste schon, was abgeht. Es ist dann doch sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Und dann haben wir eigentlich wirklich den Audi erstmal komplett zerrupft, komplett abgeschliffen und dann überlegt, was wir eigentlich machen wollen. Ja. Das war mal wieder so eine Aktion, also jetzt im Nachhinein eigentlich total falsch angegangen. Chris hat auch da dann zum Glück das Ruder wieder übernommen. Als wir dann in diese Halle hier kamen, der Audi als wir hier ankamen, war er zerlegt und abgeschliffen. Genau. Und wir kamen dann hier an, hatten alle Einzelteile irgendwo und einen schlecht abgeschliffenen Audi stehen. Und dann meinte Chris so, und jetzt machen wir es nicht wie beim Käfer wieder, das einfach los und mal schauen, sondern jetzt machen wir wirklich mal einen Plan und haben dann Stück für Stück alles nach und nach, erst die Karosse, dann die Türen, alles hier lackiert. Aber wir hatten das Lackierzelt dann schon. Ja, weil der Käfer war ja in der Blechgarage lackiert und hier drin mit dem Holzdach und so, es ist zu viel Dreck, der rumfliegt, hatten wir die Idee, wir könnten eine Kabine selbst bauen, jetzt wo wir den Platz haben. Und da sind dann Chris und ich ein bisschen kreativ geworden und haben uns auf Amazon so ein riesen Partyzelt geholt mit Filter und Zuluft. Und ja, Chris meinte so, du brauchst einfach ganz viel Luft, dass es quasi einen Überdruck hat und am besten noch irgendwie Wände oder so, dass kein Dreck rankommt. Und so entstand dann unsere Do-it-yourself-Lackierkabine, die jetzt schon eigentlich so fast schon Kult geworden ist. Jedes Auto ist in der Kabine. Also jedes Auto, wo hier drin steht, wurde in dieser, außer der Käfer. Aber wir haben bestimmt schon 6, 7 Autos. Aber stehen ein paar andere Autos draußen, wo... Wir haben schon viel in diesem Zelt lackiert. Und das ist auch so ein Ding, da sind Chris und ich auch wirklich, also ich würde behaupten, das war sowas, wo wir wirklich dann so im Team richtig strukturiert arbeiten konnten, wo wir dann wirklich die Halle hatten, die Lackierkabine hatten. Und dann schon einfach anfangs ein bisschen arbeiten konnten. Eben, du konntest einfach vorbereiten, hattest Platz, weißt du, beim Käfer, wir haben das Ding mussten wir komplett leer räumen, die Blechgarage, die Werkbank raus, das Werkzeug raus, wirklich nur eine leere Garage haben. Das war halt hier dann wesentlich angenehmer. Und so ist dann der Audi auch entstanden. Der wäre auch nicht gegangen. Der hat gar nicht reingepasst. In der Blechgarage. Der hat nicht, das haben wir danach erst gemerkt. Da haben wir noch überlegt, irgendwie vorne dran ein Zelt runter. Ja, der hätte gar nicht, das wäre gar nicht, never würde der Audi so dastehen wie heute, wenn wir nach wie vor in dieser Blechgarage sind.
Also als der Audi dann lackiert war, von außen mega schön, Felgen waren drauf, aber lief halt richtig scheiße. Also Motor war nach wie vor der Originale drin, 1.8 Sauger, 125 PS, in der Limousine nicht genug, auf keinen Fall. Und als dann auch noch der Kofferraumausbau dazu kam, wo Turboveredelung mit ins Spiel gekommen ist, die haben uns diesen Kofferraumausbau da ermöglicht, dachte ich jetzt, das wäre mega schade. Das Auto, alles sieht mega aus, aber läuft halt einfach wie ein Sack Nüsse. Und dann haben wir durch einen guten Kollegen, durch einen Mari von Blackwood Custom, haben wir dann den ganzen Motor noch machen können, haben einen neuen Motor eingebaut, 1.8 Turbo-Umbau gemacht. Es war auch für uns beide eigentlich das erste Mal, dass wir so wirklich mit Motoren uns auch beschäftigt haben. Ich meine, beim Käfer ist was anderes, das kannst du nicht vergleichen. Das war wirklich das erste Mal, dass wir uns in die Technik dann auch reingefuchst haben. Und dadurch, dass wir dann halt auch geile Leute hatten, die uns geholfen haben, hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Wir hatten keine großen Probleme. Also ich dachte echt, ich hätte nicht gedacht, dass wir den Motor anmachen und der sofort läuft so. Weißt du, es war wirklich eingebaut, angemacht, lief, abgestimmt, losgefahren. Das war mega geil. Ja. Was ist schiefgegangen? Ein paar Opfer hatte ich schon. Gut. Die Kupplung ist einmal in Berlin kaputt gegangen. Da waren wir eben gerade zum inneren Blumenpflücken Roadtrip nach Berlin gemacht und noch so gefreut. Ich weiß noch, im Video habe ich noch gesagt, so, Alter geil, guck mal, Motor eingebaut, Autobahn, 800 Kilometer oder 8 Stunden, 600 Kilometer, keine Probleme. Und an dem Tag mitten in Berlin einfach Kupplungsgeber, Zylinder, tschüss. Aber das hat ja weniger mit Motor zu tun. Der Motor läuft und Kupplung geht jetzt auch wieder. Ja, hier hinten steht jetzt unser aktuelles Projekt, nach wie vor im Bau. Das ist ursprünglich auch ein Daily gewesen, genau wie der Audi so eigentlich. Das ist auch so ein Running Gag, dass wir die Dailies jedes Mal wieder umbauen. Aber es ist einfach, es bietet sich halt dann an, wenn du angefangen hast und denkst, eigentlich so ein cooles Auto. Und bei dem ist halt auch so, ein E36 wollte ich schon immer mal cool machen, fand ich schon immer mega cool. Und als wir dann die Möglichkeiten hier hatten, haben wir gesagt, hey, wie wär's, lass den doch mal richtig schön machen. Und dann ging's los, wir haben ihn nochmal komplett zerlegt, erneut lackiert, weil wir hatten ihn ja schon mal lackiert in grau Seidenmatt, für den Alltag einfach schnell mal so übergeduscht. Und dieses Mal haben wir es halt ordentlich gemacht, der ist komplett zerlegt worden, von innen, von außen, also Einstiege mitlackiert, alles. Und in einer Farbe, die der Chris sich ausgesucht hat, vom Fiat 500. Wie heißt sie? Cappuccino Beige. Beige, Cappuccino Beige Beige, ich weiß nicht, wie das heißt. Ihr wisst Bescheid einfach. Googeln. Ja, die Farbe ist mega. Was passiert noch? Ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ich denke, jedem sollte bewusst sein, dass am Fahrwerk noch was passieren wird. Felgen sind jetzt ganz brandheiß, dass wir da auf der Suche nach den richtigen Felgen-Reifen-Setup sind. Denn ja, Daily ist jetzt nicht mehr. Das soll schon am Schluss. Ja, Showcar ist ein großes Wort. Ich meine, was ist ein Showcar? Ja. Aber es soll schon ein Auto sein, wo du irgendwo hinstellen kannst auf eine Autoshow und nicht jeder denkt, so, was macht der denn hier auf der Show? Also es soll schon geil gemacht sein. Deswegen geben wir uns dafür sehr viel Mühe. Es dauert wesentlich länger wie andere Projekte, die wir mal so schnell nebenbei gemacht haben, weil wir eben gesagt haben, der soll richtig, richtig gut werden. Der soll nicht nur auf der Kamera gut aussehen, weil auf der Kamera sehen sie alle gut aus. Der soll auch in Live gut aussehen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Chris und ich, wir sind hochmotiviert. Also ich spreche jetzt einfach mal ganz dreist mit uns beide. Mal mehr, mal weniger. Ich hoffe, Chris ist auch motiviert, weil alleine ist das natürlich nicht realisierbar. Aber ich denke, wenn der fertig ist, dann haben wir da ein wunderschönes Auto und können den nächsten Daily umbauen. Draußen warten sie schon, gell? Ja. Chris, erzähl mal von deinem Schätzchen. Jetzt habe ich meine ganzen Buden hier vorgestellt. Du hast auch ein schönes Auto. Ja, ich habe mir jetzt auch endlich mal ein Projekt gegönnt. Nach langem Bitten der Community. Nach langem Warten und Sparen, ja. Ein W124 Coupé. Vom Zustand her ist okay. Also rettbar, also schon ein bisschen Schweißarbeiten, deswegen steht er auch gerade noch im Geschäft bei mir. Zum ganzen Schweißarbeiten, Unterbodenarbeiten zu vollenden, dass wir dann im Winter hier stehen und wir hier loslegen können mit dem üblichen Fahrwerk, Felgen. Lack vielleicht. Lack. Ja. Also einfach halt komplett Umbau, auch da. Genug zu tun auf jeden Fall. Es war auch so ein Thema,
wir haben ja wirklich 2 Jahre lang machen wir jetzt schon nur meine Projekte und das wirkte oft so, ja, was ist mit Chris? Chris hat kein Projekt und so, aber Chris, müsst ihr wissen, und das ist einfach so, es ist ganz speziell, was das angeht. Also er hat ein Daily und das ist eigentlich schon mega geil für ein Daily, also ein A4 auf Luft. Für Daily okay. Voll geil, also das, für andere wäre das ja ein Projekt quasi, aber das war halt sein Alltagsauto und so wirklich Projekt, war bei ihm immer, vielleicht das, vielleicht doch das. Und dann sieht er halt bei mir, wenn wir diese Projekte machen, wie das teilweise ausufert und das ist wirklich, also kein Auto von denen, wo ich habe, ist das Geld wert, was da drin steckt. Also es ist einfach Das ist so. normal. Aber am Schluss hast du das Auto dann und denkst, ja okay, aber das Geld hätte ich mir auch den holen können oder hätte ich auch das machen können. Und deswegen passiert es auch, dass du dann auf einmal so viele Autos hast, weil du denkst, ja gut, da können wir auch gerade den noch machen, weil ist am Schluss auch nicht teurer. So. Und deswegen glaube ich, war es auch so ein Ding, warum du so lange überlegt hast und dann am Schluss zum Glück dir das Auto gekauft hast, was wirklich, da hast du auch überlegt, erst einen 500er oder so oder einen kleinen Baby-Benz oder so und am Schluss hast du dich dann zum Glück entschieden für das Auto, Wo ich welches immer am meisten Bock drauf ganz hatte. oben war, ja. Und Richtig. da hat sich das Sparen auch gelohnt, denke ich, weil ich glaube, wenn das Auto fertig ist, dann haben wir wirklich mal ein schönes Ding hier stehen. Dann muss ich mir auch wieder eins holen, weil dann gehe ich ja voll unter neben dir. Da ist der Käfer wieder auf die Straße. Wobei, das dauert ja auch noch. Ich sag mal so, ich habe mir da kein Limit gesetzt. Ich lasse mir da Zeit, ob das jetzt ein Jahr dauert, 1,5. So wie ich mich kenne, ich nachher wieder früher fertig, aber... Das ist immer so. Ja, ich lasse mir da voll Zeit und so. Fuck, gestern Felgen gekauft. Weißt du, hat er die Felgen schon daheim liegen Die jetzt. sind heute schon da. Sind heute gekommen, ey. Ja. Ja, das sind Sachen. Ja, also ich denke, das wird ein geiles Projekt. Viele Leute haben danach gefragt und freuen sich natürlich auch drauf. Ich freue mich mega drauf, weil es ist auch mal ein bisschen Entlastung für mich, wenn immer nicht immer nur mein Auto schrauben. Endlich mal ein Stern hier. Und ein Stern. Haben wir wirklich schon lange gewollt. Also ich bin mega Fan. Ja, bedanken kann ich mich bei ganz vielen Menschen, einfach die mich hier A, bei den Projekten, aber B, auch bei der ganzen Geschichte mit LB Garage und auch privat enorm unterstützen. Denn mir ist natürlich bewusst, dass das hier alleine nicht machbar wäre. Familie ist das eine, also ich sehe meine Familie nicht ganz so oft, wie man es sollte. Eigentlich ist das enorm wichtig, aber jetzt gerade die letzten 1,5, 2 Jahre war bei mir der Fokus so sehr auf dieses ganze Projekt LB Garage gesetzt, dass ich natürlich nicht ganz so viel Zeit mit ihnen verbringen konnte. Aber sie haben da vollstes Verständnis und dafür möchte ich mich am Anfang bedanken. Dann natürlich die ganzen Projekte, die Werkstatt hier, da wird wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel laufen, wie wenn jetzt ich hier meine Leute, die um mich sind, ich hätte. Und ganz vorne dabei natürlich Chris, der heute hier mit mir sitzt. Es hat einen Grund, warum ich nicht alleine hier sitze. Wenn es ein Interview für LB Garage gibt, dann ich sehe mich nicht als eine Person, ich sehe immer alle, die hier dran beteiligt sind. Klar, ich laber in die Kamera, ich schneide den ganzen Bums, aber schlussendlich hätten wir nichts zum Filmen, wenn ich nicht so Leute hätte wie Chris, der hier jedes Wochenende mit mir steht. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle wirklich. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber natürlich ist Chris nicht der Einzige, es ist halt der, den man am meisten sieht. Es gibt ganz, ganz viele Freunde, die hier Lust haben und auch motiviert dabei sind. Und auch bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Nicht zuletzt auch bei meiner Freundin, die vollstes Verständnis hat, wenn wir mal wieder hier nachts um 1 irgendwo oder um 2 oder 3 oder 4 am Schleifen und Lackieren sind und ich dann irgendwann total stinkend mich zu ihr ins Bett reinlege und sie mich trotzdem noch mag. Also es ist enorm wichtig für mich, dass ich diese Leute um mich habe und deswegen finde ich super, dass die alle dabei sind und möchte mich natürlich bei jedem bedanken dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben, abonniert den Channel, guckt auch gerne mal bei uns vorbei, LB Garage, dann seht ihr hier unseren Wahnsinn vielleicht in Zukunft mit. Und vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ey.